1919. Ein unsicheres, aber bedeutendes Jahr in der deutschen Geschichte. Wie ein Kartenhaus brechen kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs jahrhundertealte Monarchien zusammen. Das Hunger und Not leidende Deutschland steht vor einem Bürgerkrieg. Der erbarmungslose Mangel regiert das Land. Unterernährung, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot bestimmen das Leben der Menschen, die den Krieg überlebt, aber nun ins Leben zurückfinden müssen. Hunderttausende Kriegsversehrte, Witwen, Waisenkinder und Arbeitslose sind trotz neuer sozialstaatlicher Absicherung auf zusätzliche soziale Hilfen angewiesen. Diese Umstände machten den Einsatz von engagierten Menschen und weitergehende, geregelte Maßnahmen notwendig. Zwar gab es schon um die Jahrhundertwende Kinderschutzkommissionen, die von sozialdemokratischen Frauen gegründet wurden. Auch abwechslungsreiche Kinderferienspiele und Freizeiten wurden durch ihren Einsatz ermöglicht. Eine öffentliche politische Betätigung von Frauen war jedoch bis 1908 nur bedingt möglich. Mit Änderung des preußischen Vereinsrechts dürfen Frauen endlich in Parteien und politische Organisationen eintreten. Am 19. Januar 1919 schließlich durften Frauen zum ersten Mal wählen und auch gewählt werden. Marie Juchatsch, geboren 1879 in Landsberg an der Warthe, interessiert sich schon in jungen Jahren für Politik und die Sozialdemokratie in Landsberg. Wenn Marie Juchatsch in ihren späteren politischen Reden von den alltäglichen Plagen der Arbeiterklasse spricht, schöpft sie ihr Wissen nicht aus den Büchern, sondern aus den eigenen Lebenserfahrungen. Schon als 14-Jährige arbeitet Marie als Dienstmädchen, später in einer Fabrik und schließlich in der Schneiderei ihres Mannes. 1905 stellt ein Jahr des Umbruchs für Marie Juchatsch dar. Bernhard Juchatsch wird ihr gegenüber gewalttätig und zerstört die vertrauensvolle Beziehung. Der Entschluss, sich von ihrem Mann zu trennen, geht auch damit einher, Landsberg zu verlassen. Marie Juchatsch möchte sich sowohl beruflich als auch politisch weiterentwickeln. Zusammen mit ihren beiden kleinen Kindern und ihrer Schwester Elisabeth geht sie 1906 ins große Berlin. Hier möchte sie sich politisch engagieren. Schon sehr bald werden den Schwestern aufgrund ihres Engagements die ersten Ämter und Pflichten in der sozialdemokratischen Frauenbewegung übertragen. Ihr Bekanntheitsgrad steigt schnell. Marie bekommt 1913 das Angebot in Köln, als Frauensekretärin zu arbeiten. Der Start einer großartigen Karriere. Nach 4 Jahren übernimmt sie 1917 die Stelle der zentralen Frauensekretärin der SPD in Berlin. Ihr politischer Schwerpunkt ist die Sozialpolitik. Sie wendet sich der besonderen Notlage und dem besonderen Fürsorgebedürfnis der Mütter zu, die in den Kriegsjahren erwerbstätig werden, aber deren Existenzbedingungen sich immer weiter verschlechtern. Marie Juchatsch hält am 19.02.1919 nicht nur als erste Frau eine Rede vor dem Parlament, sie weist in den folgenden Jahren immer wieder auf die besonderen Stärken der Frauen hin. Meine Herren und Damen, wer zweifelt heute daran, dass die Frauen in der Industrie, in Handel und Verkehr, als Staatsbeamte und Angestellte, im freien künstlerischen und wissenschaftlichen Beruf eine wichtige Rolle spielen? Am 13. Dezember 1919 vollzieht sie in Berlin ihre größte und nachhaltigste sozialpolitische Leistung. Sie setzt sich im Parteiausschuss der SPD auch gegen Widerstände durch und der Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt wird gegründet. Diese sozialdemokratische Wohlfahrtsorganisation setzte mit ihren Angeboten nicht auf Almosen, sondern auf die helfende Solidarität der Arbeiter untereinander und noch viel wichtiger, auf soziale Rechtsansprüche. Ziel des Verbandes ist es, soziale Not zu lindern, ihr vorzubeugen, Wohlfahrtsleistungen zu verbessern und moderne sozialpädagogische Methoden anzuwenden. Die diskriminierende öffentliche Armenpflege des Kaiserreichs soll schrittweise durch eine moderne Fürsorgegesetzgebung überwunden werden. Meilensteine dieses Weges waren das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 und die Fürsorgepflichtverordnung 1924. Es ist die AWO, die soziale Rechtsansprüche einfordert
und die Gesetzgebung der jungen Republik beeinflusst. Die Erfolge sind beachtlich. Es entwickelt sich eine tragfähige Organisation mit Schulungseinrichtungen für Sozialarbeiter, Kindergärten und Erholungsheimen. Die erste Modelleinrichtung der Arbeiterwohlfahrt ist die Reichskinderheilstätte Ludwig Frank im Schwarzwald. Der Immenhof in der Lüneburger Heide wird zur Fürsorgeeinrichtung sozialistischer Prägung für Mädchen und junge Frauen. Auf der Suche nach passenden Mitarbeiterinnen findet Marie Juchatsch die 27-jährige Lotte Lemke, eine Meisterin im Mutmachen, Mut zur sozialen Arbeit. Mut zum Einsatz für eine bessere und gerechtere Welt, Mut zur Solidarität. Doch als ihr der verantwortungsvolle Posten der stellvertretenden Geschäftsführerin der AWO angeboten wird, verlässt sie kurzzeitig der Mut. Ich sagte ihr mit großer Betroffenheit, nein, Frau Juchatsch, für diese Aufgabe bin ich viel zu jung. Und Frau Juchatsch sagte, liebes Kind, das ist doch ein Fehler, der mit jedem Tag kleiner wird. Haben Sie mal Mut. Lotte Lemke hat Mut und geht im September 1929 nach Berlin. Dort trifft sie auf viele junge Kolleginnen und Kollegen, überzeugte und idealistische Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, verliebt in die Weimarer Republik. Ebenfalls in Berlin eröffnet der Verband eine eigene Wohlfahrtsschule. Die spätere stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Martha Schanzenbach, erinnert sich. Was wir auf dieser Schule an Wissen mitbekommen haben, war für jene Zeit ganz enorm. Sehen Sie, und das ist eine Glückssträhne, die ich hatte, dass ich diese Wohlfahrtsschule besuchen konnte, dass ich damals von neuen Ideen in der Sozialarbeit hörte, in der Jugendarbeit hörte. Das war in der Nazizeit völlig weg. In den 1930er Jahren ist die AWO ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege mit über 135.000 ehrenamtlichen Mitgliedern. Es beginnt ein erbitterter Kampf gegen die Nationalsozialisten. Bevor Marie Juchatsch schließlich ins Ausland fliehen muss, protestierte sie mit allen verfügbaren Mitteln. Mitglieder der AWO werden verfolgt, Vermögen und Einrichtungen werden beschlagnahmt. Die Hauptgeschäftsstelle am Berliner Belle-Alliance-Platz wird am 12. Mai 1933 besetzt. AWO-Geschäftsführerin Lotte Lemke erhält Hausverbot. Mit dem Gesetz über die Einziehung von volks- und staatsfeindlichem Vermögen am 14. Juli 1933 legitimierten die Nationalsozialisten ihre Aktionen. Als Organisation wird die AWO immer weiter zerschlagen und in der Folge verboten. Die anderen Wohlfahrtsverbände in Deutschland können weiterwirken. Ausnahmen bilden die Zentrale Wohlfahrtsstelle der deutschen Juden und die AWO. Frauen der AWO wie unter anderem Marie Juchatsch und Johanna Kirchner, eine Kommunalpolitikerin und Mitbegründerin der AWO in Frankfurt, ducken sich trotzdem nicht vor den Nazis weg. Lotte Lemke ist an der Gründung einer AWO-Tarnorganisation in Form eines Seifenladens beteiligt und verfolgt ihre Ziele klug und mutig aus dem Hintergrund. Sie konnten uns die Heime wegnehmen. Sie konnten, sofern noch was auf den Konten war, das auch kassieren. Aber die Menschen konnten sie nicht kriegen. Unsere Mädchen haben sie nicht gekriegt. Und die Arbeiterwohlfahrt haben sie auch nicht gekriegt. Lotte Lemke lässt sich von nichts und niemandem einschüchtern. Sie kämpft sich durch die harten Kriegsjahre und steht zu ihrer offenen Meinung. Am schlimmsten war es ja nach dieser Kristallnacht. Da erinnere ich mich, dass ich eine bekannte junge Studienrätin traf. Frau Lemke, die Synagoge brennt, die Synagoge brennt. Um Gottes Willen, sagte ich, Sie wissen doch, dass das eine Kultstätte ist. Und dann können Sie jubeln. So war's. Deutschland nach dem Mai 1945. Millionen Tote und Verletzte, Hunderttausende auf der Flucht. Eine Trümmerlandschaft. Es herrscht unglaublicher Wohnungsmangel, die Industrie ist zerstört, die Landwirtschaft ausgezehrt, es gibt kaum noch eine Verwaltung.
In dieser Zeit finden sich wie 1919 Menschen mit einer sozialdemokratischen Lebenshaltung im Bewusstsein, Teil der Arbeiterschaft zu sein, unter dem roten Herz der AWO zusammen. Wir haben immer ein offenes Herz gehabt und immer, wo wir helfen konnten. Wir haben manche Nacht um die Ohren geschlagen. Folgerichtig gelingt zunächst in der britischen Besatzungszone im Januar 1946 die Wiedergründung des Hauptausschusses der Arbeiterwohlfahrt. Anschließend die Errichtung der Geschäftsstelle des Hauptausschusses in Hannover und die Berufung Lotte Lemkes als Geschäftsführerin. Das zentrale Problem ist die Fürsorge in Ruinen. Lebensmittelversorgung, Verteilung von Hilfspaketen, Säuglingssterblichkeit und Jugendkriminalität. Nähstuben werden genauso gebraucht wie Kleidersammlung oder Ferienlager. In dieser Zeit sind es vor allem die Frauen, die sich diesen Herausforderungen aufopfernd stellen. Die Frauen mussten alle Arbeiten leisten, egal ob sie einfacher Art, schwierigerer Art waren, ob sie verantwortungsvoll oder weniger verantwortungsvoll waren. Alle Arbeit wurde von Frauen geleistet. Also alle ist ein bisschen übertrieben, aber eben ganz entscheidend. Allerorts nehmen ehemalige Mitstreiter spontan und ohne jede Anweisung den Kampf gegen die Not auf. Die örtlichen AWO-Ausschüsse schließen sich zusammen, bald auch zu Bezirksausschüssen. Die Entwicklung nach dem Krieg ist rasant. Aus der umfassenden Not ergeben sich für die Arbeiterwohlfahrt vielfältige Betätigungsfelder und Hilfeleistungen. Dazu zählen Schulung und Ausbildung, Kindererholungs- und Flüchtlingsfürsorge, Suppenküchen, Hauspflege und Wohnungsfürsorge und vieles mehr. Der Beginn der Bonner Republik. Anfang 1949 kehrt Marie Juchatsch aus dem amerikanischen Exil nach Deutschland zurück und engagiert sich wieder unter dem Herzen der AWO. Am 5. März 1951 bestätigt der Bundesminister des Inneren dem Hauptausschuss der Arbeiterwohlfahrt in Hannover, dass dieser rechtlich in die Nachfolge der 1933 aufgelösten Arbeiterwohlfahrt eingetreten ist. Es entstehen viele neue Konzepte, wie beispielsweise das freiwillige soziale Jahr als Gegenstück zu Pflichtdiensten, der Aufbau von Migrationsdiensten oder die Gründung des Jugendwerkes. Besonders die Kinder und Jugendlichen aus deutschen Großstädten nehmen dankbar die liebevollen Ferienangebote der Arbeiterwohlfahrt in Anspruch. Jedes Kind braucht deshalb alljährlich eine Erholung in Licht, Luft und Sonne. Hier hilft die Arbeiterwohlfahrt. Heraus aus den Städten, das ist das Wichtigste. Keineswegs sind lange Reisen notwendig, um einen guten Erholungserfolg zu erreichen. Bei verschiedenen Bundeskonferenzen in deutschen Metropolen werden neue Ideen diskutiert, Richtlinien formuliert und die führenden Köpfe gewählt. Am 1. Februar 1952 siedelt die Geschäftsstelle des Hauptausschusses in ein eigenes Haus nach Bonn über. Im April desselben Jahres wird das neue AWO-Verbandshaus in Bonn in Verbindung mit einer Tagung des Hauptausschusses feierlich eröffnet. Die Bonner Republik entwickelt sich zur zentralen Schaffensperiode der AWO. Mehr als 7.000 hauptamtliche Mitarbeiter und mehr als 70.000 ehrenamtliche Helfer aus allen Berufen, aus allen Schichten der Bevölkerung erfüllen die vielfältigen Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt. Arbeitsgemeinschaften, Konferenzen und Kurse vermitteln ihnen das fachliche Rüstzeug. Die AWO wächst und entwickelt sich weiter. Sie ist in zahlreichen Arbeitsfeldern aktiv und sorgt für eine Professionalisierung der sozialen Arbeit. Erneut ist es die AWO, die den Aufbau des Sozialstaates aktiv begleitet und gestaltet.
Mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der DDR wächst auch innerhalb der AWO zusammen, was zusammengehört. Ab November 1989 gründen sich unter der Patenschaft der westdeutschen AWO die ersten Verbände der Arbeiterwohlfahrt im Osten. Am 10. November 1990 schließen sich die Landes- und Bezirksverbände der Arbeiterwohlfahrt in ganz Deutschland zusammen. Im wiedervereinigten Deutschland wächst die Arbeiterwohlfahrt gerade im unternehmerischen Bereich enorm an und kann nun bundesweit von der Wiege bis zur Bahre Dienstleistungen im Sozialstaat anbieten. In dieser Phase hat sich die Arbeiterwohlfahrt in ihrer Fachlichkeit auf allen Feldern der sozialen Arbeit und auch im Umgang mit Engagierten und Mitgliedern enorm professionalisiert und an die wandelnden Rahmenbedingungen erfolgreich angepasst. Ein Zeichen für ihre Innovationskraft ist die lange Liste an beispielhaften Erfolgen. Im Zuge des enormen Wachstums hat sich die Arbeiterwohlfahrt von ihrer ursprünglichen Aufgabe, modellhaft soziale Dienstleistungen anzubieten, entfernt. Den Wettbewerb auf dem Markt mit qualitativen sozialen Dienstleistungen anzunehmen und dennoch nicht die zentrale Werteorientierung des Verbandes aus den Augen zu verlieren, ist Aufgabe und Anspruch der Arbeiterwohlfahrt. Seit über 10 Jahren ist die Werteorientierung und die Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen zentral für die innerverbandliche Strategie. Die zentralen Beschlüsse in Magdeburg, die Beschlüsse zum werteorientierten Unternehmen aus den Bundeskonferenzen im Jahr 2012 sowie 2016 und schließlich der jüngst verabschiedete Governance-Kodex aus dem Jahr 2017 sind Ausdruck dieser Strategie und werden die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt im unternehmerischen Bereich auch weiter prägen. Parallel dazu wird der Mitgliederverband mit seinen ehrenamtlichen Strukturen durch zusätzliche Projekte gestärkt und für die Zukunft auch trotz sinkender Mitgliederzahlen auf zukunftsfeste Säulen gestellt. Doch natürlich schaut die Arbeiterwohlfahrt nicht nur in den Verband hinein, sondern setzt sich mit den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sowie der Einsatz für Vielfalt in diesem Land ist in den letzten Jahren zu einem zentralen politischen Ziel geworden. Genauso setzt sich die AWO unentwegt für Menschen ein, die es im Alltag schwer haben und wenig finanzielle Mittel zur Verfügung. Wir wissen, dass sich die Wirtschaft in Deutschland in guter Verfassung befindet, gleichwohl zu wenige Menschen vom Wohlstand profitieren und daran teilhaben. Armut und Ausgrenzung ist noch heute eine Realität, mit der wir uns nicht abfinden. Die AWO ist Mitgliederverband, soziales Unternehmen und eine große soziale Bewegung. Damit ist sie einzigartig. Die AWO weiß, dass viele Menschen Halt und Orientierung benötigen und sie versucht, ihnen durch feste Ansprechpartner, Aktivitäten im Stadtteil oder im Sozialraum zur Seite zu stehen. Hilfe aus einer Hand ist die Art von Hilfe, die die Arbeiterwohlfahrt bietet. Gestern wie heute und so das Versprechen auch in Zukunft. Das rote Herz der AWO schlägt. Mit Menschen, die nicht nur an sich selber denken und für Menschen, denen Gerechtigkeit und Solidarität widerfahren soll. Wir machen weiter. Erfahrung für die Zukunft. Echt AWO. Seit 1919.